Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Nekko mit dem zweiten Teil zu Touhou Scarlet Curiosity. Wir sind in dem ersten Part aus unserem Schloss raus, da wir uns quasi langweilig ist und wir Monster jagen wollten. Währenddessen sind wir auf ein Mädchen getroffen und haben das quasi bekämpft und unser Schloss, oder nicht Schloss, unsere Villa wurde angegriffen. Also sind wir schnell zu unserer Villa zurück und hier sind wir jetzt und wollen die Feinde vermöbeln. Also gehen wir mal los und schauen uns um. Keine Karte, aber direkt Feinde in der Villa. Dann werden wir uns den doch mal sofort annehmen. Kleine Feen überall. Erinnert mich ein bisschen an Alice im Wunderland. Wenn sie die blaue Schürze anhaben. Boah, das war natürlich schlau, sich heilen und dann direkt in den Angriff reinlaufen. Sind noch eine? Ja, die schon die ganze Zeit angegriffen, aber hier kann ich mich wieder heilen. Verdammt, die hat mich auch noch getroffen. Aber ich kann mich auch direkt wieder heilen. Ich gucke hier nochmal die Ecke ab, dass ich auch keine Truhe vergesse. Oh, wie schön, wenn ich hochspringe und länger X gedrückt halte während des Sprungs, kann ich ein wenig gleiten. Ich meine, immerhin bin ich ja auch ein Vampir. Ich gehe jetzt erstmal nach links oben. Oder sollte ich erstmal nach unten gehen? Oh, ich weiß wieder nicht, was ich machen. Oh, da steht ja schon eine. Ich gehe erstmal nach unten. Hier scheint aber nichts zu sein. Dann gehe ich doch wieder nach oben. Doch, hier ist eine Truhe. Dann schauen wir mal, wer da oben auf uns wartet. Erstmal die... Wir haben wieder eine neue Waffe bekommen, aber die sind nicht besser als das, was wir bereits ausgerüstet haben. Na, hallo, wer bist du denn? Mei Ling. My lady, I'm so relieved you're safe. Oh, sie scheint eine Bedienstete von uns zu sein. Sie ist auf jeden Fall glücklich darüber, dass es uns gut geht. What happened here? Was ist hier geschehen? It's dangerous to stay outside. Let's go to the library for now. My Ling möchte, dass wir zur Bücherei gehen, da es draußen gefährlich ist. Miss Patchouli can probably explain what happened better than I can do. Miss Patchouli kann anscheinend besser erklären, was passiert ist, als My Ling. Ja, dann hören wir doch mal, was bei uns hier passiert ist. Na, kannst du mit uns reden? No. It seems the library managed to emerge unscathed at least. Die Bücherei wurde nicht beschädigt. I'm sorry, my lady. I failed in my duty to protect the house. Sie entschuldigt sich dafür, dass sie versagt hat, das Haus zu beschützen. Remi! Patchy, if you were here and Marling was here, how did this happen? Na, Remilia sagt natürlich, wenn ihr beiden hier gewesen seid, wie kann das überhaupt passieren? I'm sorry, it was all I could do to keep the library from harm. Patch entschuldigt sich, das ist alles, was sie machen konnte, die Bücherei zu beschützen. Cursed monster attacking when it knew I'd be gone. What a coward! Sie verflucht das Monster, das hier die Villa angegriffen hat, wo sie nicht da war. The mansion is completely demolished. Die ganze Villa ist beschädigt. Oh, no big deal. We can always rebuild it. Remilia sagt, es ist keine große Sache. Sie können es immer wieder neu aufbauen.
More importantly, did you see the monster? What does it look like? You at least put up a stiff resistance, right? Sie beschwert sich jetzt, dass es viel wichtiger ist, ob sie das Monster gesehen haben. I wish I could say that, but the thing was totally out of our leash. Anscheinend war das nicht in ihrer Liga, sondern viel stärker als die beiden. The mansion was blown away before I could even do anything. Anscheinend war die ganze Villa schon demoliert, bevor sie irgendetwas tun konnte. Unfortunately, we just don't know what kind of monster we're dealing with here. Ja, unglücklicherweise wissen wir nicht, mit welchem Monster wir es hier zu tun haben. What do you mean by that? Ja, was meint ihr damit? Well, it destroyed our mansion, obviously, but we never saw it looked like, what it looked like. Ja, es hat die Villa zerstört, aber sie haben nie gesehen, wie es aussieht. My guess it used some sort of magic or secret technique to hide itself. Ihr vermutet jetzt, dass es eine geheime Magie oder Technik benutzt hat, um sich zu verstecken. So what you're saying is, a totally invisible monster came, blew up my house, and I left without so much as a fight. Also haben sie das ganze Villa zerstört, ohne auch nur irgendeinen Kampf zu bekommen. I can say this much, judging by the damage done to the mansion, the monster must be truly gargantuan. Patch sagt jetzt, dass das Monster riesig oder gigantisch sein muss, wenn es so viel Schaden der Villa zufügen kann. So, there's some truth to those newspaper articles after all, huh? Remilia meint jetzt, dass es anscheinend etwas Wahrheit an diesen Zeitungsartikeln dran ist. I didn't know such monster existed in Gansu-Kyo. Patch sagt jetzt, dass sie nicht wusste, dass es überhaupt so ein Monster oder so ein Monster existiert in Gansu-Kyo. By the way, I haven't seen Sakura around. Where is she anyway? Also Sakuya scheint nicht da zu sein, deswegen fragt Remilia jetzt, wo sie ist, da sie nicht gesehen hat. Actually, she hasn't come back yet. Sie ist anscheinend bisher noch nicht zurückgekommen. Is it right? Ist das richtig? You don't sound surprised. Du hörst dich nicht überrascht an. This is Sakuya we're talking about. Wherever she is, I'm sure she's fine. Also Remilia hat Zuversicht in ihre Bedienstete, wo auch immer sie immer sein mag. Sie wird auf jeden Fall okay sein. I'll bet she's investigating our monster even as we speak. Sie wettet, dass sie unser Monster gerade inspiziert in der Zeit, wo sie gerade sprechen. I suppose if I keep searching for the monster, I run into her sooner or later. Sie vermutet jetzt, dass wenn sie nach dem Monster sucht, dass sie früher oder später in sie hineinläuft. Ja, dann scheint das wohl das nächste zu sein, was wir machen. Ich kann anscheinend aussuchen, wo ich hingehe. Das ist ja mal ganz nett. Ich soll wohl zum Bamboo Forest of the Lost oder Gembu Ravine. Ich gehe mal in den also in den Bambuswald. Mal schauen, was wir hier finden. So these are the guiding will-o-wisp I read about in the newspaper. Das sind die Glühwürmchen, die einen den Weg weisen. What am I thinking? I never would have just blindly followed some random phenomenon like this before. Sie sagt jetzt, was denkt sie sich nur? Sie wäre normalerweise nie so einem Phänomen einfach so gefolgt. Das zufälligerweise hier in der Gegend auftritt. Na, dann erledigen wir doch mal hier die ganzen Mädels und Wölfe. Oh, die sind schon stärker, das merkt man. Vielleicht finde ich hier ein gutes neues Equipment.
Da lebt noch einer. Aber hier habe ich keine Karte mehr irgendwie. Vielleicht, weil ich hier nicht auskenne, oder habe ich die Karte irgendwie ausgeschaltet? Wow, ein riesiger, ekelhafter Tausendfüßler, den... Kannst du bitte sterben? Dankeschön. Oh, ist der ekelig. Also sowas möchte ich nicht in meinem Zimmer und nicht als Gegner vorfinden. Der ist ja richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, ob es da keine Karte gibt oder ob ich die Karte aus Versehen ausgeschaltet habe. Wir inspizieren einfach alles gut. Wieder große Pilze. Blumen. Wir sind ein Level aufgestiegen und ich habe auf jeden Fall ein neues Item bekommen, um auf so viel Bild herumzuspringen. Ich glaube, die haben mich langsamer gemacht. So, die haben wir erstmal alle besiegt. Gehe ich mal nach rechts und gucke, was hier ist. Den Bambus kann man anscheinend auch aus dem Weg schaffen. Die erledige ich jetzt mal ohne meinen Special zu benutzen. Dann lade ich mir erstmal auf. Das ist ein riesiger Fels im Weg. Das sind noch ein paar Gegner. Ist, glaube ich, hier unten vielleicht. Erstmal nach rechts weiter und erledige den Bambus wieder erstmal. Eine Ratte, glaube ich. Oder war das ein Gürteltier? Das ist jetzt so schnell erledigt. Was ist denn das zum Heilen? Lebt ja noch. Ab nach oben. Hier setze ich jetzt aber mein Special ein. Das sind mir zu viele von denen. Einer weniger. So, den großen Pilz haben wir auch noch schnell erledigt. 65 Hit-Kombo. Da ist noch was zum Heilen. Noch brauchen wir gar nicht, aber es wäre, glaube ich, sonst eh verschwunden. Der Bambus hier damit und so. Wow, der riesige Tausendfüßler. Noch zwei von denen. Das ist ja Träume werden wahr. Ekelhafte Tausendfüßler. Genau, tun wir den Gefallen und stirbt. Alles zum Heilen. Hier sind auch Glühwürmchen. Oh, was ist das denn? Da sind wir wohl direkt in die richtige Richtung gegangen. Ein riesiger Baby, ein Riss. In der Zeit oder so. Eine riesige Augen. Guck mal, hier ist noch ein Bild. Hier sind auch wieder Glühwürmchen, dann folgen wir denen doch mal. Spezialattacke für den ekelhaften Tausendfüßler. Ich habe einen neuen Angriff gelernt anscheinend. Na, dann
gucken wir doch mal direkt. Skill Select. Miserable Face Spell. Das ist Davin, göttlicher Speer. Gungnir. Skill that bears the legacy of Odin, great god of the Norse mythology. Launches a high-speed, high-density project, destroys all enemies in its path. The direction of spear computers strikes. Okay, ist anscheinend vom Gott Odin der Speer als Attacke. Das rüsten wir doch gleich mal aus. Wir haben Heartbreak oder Demon Lord Crater. Charge my body as an enemy. Rüsten wir das doch mal aus. Dann haben wir jetzt eine neue Attacke. Oh, da sind das eine große Kugel. Schauen wir doch mal. Komm schon, zeig mir, wo ich hingehen muss. Anscheinend in diese Richtung. Da hinten ist eine riesige Truhe. Ich habe natürlich nur noch Augen für die Truhe und sehe nichts mehr. Das ist fast gleich erledigt. Das ist eine Kakerlake, oder? Keine Ratte, wie ich eben vermutet habe. Du bist auch weg. Noch ein bisschen mehr, dann können wir unseren schönen neuen Spruch hier einsetzen. Doch gleich mal. Ich kann die Richtung anscheinend aussuchen. Cool. Ein riesiger Schuss von Gungnir, der unsere ganzen Pfeile erledigt. Sehr schön gemacht. Die Pilze haben mich wieder langsam gemacht. Anscheinend ist das die Richtung, in die es weitergeht. Oh, die haben sich hier alle zusammengesammelt. Dann erledigen wir euch doch ganz schnell, wenn ihr so viele auf einer Ecke seid. Ist wieder gestiegen. So, dann schießen wir aber in die Richtung. Gut, ich habe sie alle erwischt. Eine Trophäe Combo Maker. Ich wollte eine 100er Combo bekommen habe. Aber was Neues, glaube ich, zum neue Brosche bekommen, Amethyst. Ja, ist auch schon, der verbessert unsere Werte auch ganz gut. Gucken, ob wir hier was Neues haben. Nein, rote Nägel. Ne, die behalten wir auch an. Okay, und weiter geht's. So, Licht, in welche Richtung gehen wir?
Hier ist ein Teich. Erstmal egal zu sein, außer dass hier dann ganz viele Früchte sind, die uns das Leben schwer machen. Die kleinen Mädels erledige ich auch noch. Habe ich nämlich wieder mein Spezialskill. Oder Tausendfüßler. Ich gehe jetzt mal zum Tausendfüßler, auch wenn ich ihn nicht leiden kann. Ja, steht alles schön in einer Reihe. Bitte, Dankeschön. So mag ich das doch. Da kann ich einen sehr schönen Schlag ausführen. Level aufgestiegen. Oder hinten. Was das ist. Und da ist eine Truhe. Wie kommen wir da hin, wenn wir hierher gehen? Ich schätze mal ja, wenn wir hier nach links gehen. Boah, was haben wir denn hier? Ranken, die uns angreifen. Das ist ja jetzt mal neu. Wieder Hard Nails gegeben, das ist nichts Neues. Der hat einen roten Schal bekommen. Vielleicht macht er uns ja höhere Statuswerte, da gucken wir gleich mal nach. Erstmal wieder den Weg zurück und an der Ranke vorbei. Den Weg nach oben folgen. Oh, es lädt. Da haben wir wohl unseren Weg gefunden. This is where the will-o-wisp brought me, but where am I? Okay, sie sagt jetzt, das ist, wo das Licht mich hingebracht hat, quasi. Aber wo ist sie? Okay, die Person heißt Wriggle. Whoa, do you guys have any idea what you just dragged in here? Ob wir jetzt irgendeine Ahnung hätten, was wir hier reingezogen hätten. Oh, maybe these glowing bugs are really the will-o-wisp people have been talking about. Na, anscheinend sollen die Käfer diese will-o-wisp sein, die über die Leute geredet haben. What will-o-wisp? Oh, you came here because of that spiel in the newspapers, didn't you? Oder er weiß jetzt, dass wir, oder vermutet, dass wir wegen dem Artikel aus dem Newspaper hier sind. So whatever did. Ja, was wenn? These humans have never exactly loved these insects and they only seem to treat us worse as time goes by. Okay, also Menschen haben die Insekten nie geliebt und je mehr Zeit vergeht, je weniger mögen sie uns. Ich meine, ihr habt ja eben meine Reaktion zu den Tausendfüßlern gesehen. Ja. So I thought maybe they'd warm up to us if we help them out. That's why I started this handy-dandy guide service. Ja, Entschuldigung. Also er hat einen Service gestartet, damit die Menschen die Insekten mehr mögen. But then someone had to go and write about how will-o-wisps are guiding travelers, so as usual, as insects get zero credits. Aber dann hat jemand einen Artikel darüber geschrieben, wie die will-o-wisps die Reisenden führen, also bekommen die das Ganze zugeschrieben und nicht die Insekten. I tell you what, it's enough to make a buck what to call it quits.
Er sagt uns, dass es einen Insekt reicht, um alles zu beenden. Remilia seufzt nur. I didn't just get dubbed, I got dubbed by bugs of all things. Ja, Remilia regt sich auf, dass sie wegen Bugs gedubbt wurde. What's wrong with me? Do I need to get my head examined? Ja. Naja, sie wundert sich, was mit ihr falsch ist, sozusagen. Na, I guess I'll just stomp her and move on. Ihre Idee ist jetzt, dass sie einfach zerquetscht oder zerstampft und weiter zieht. Hold it! I won't go down so easily. Okay. Er sagt jetzt hold it. Quasi, der will sich nicht so leicht besiegen lassen, wie wir das gerne hätten. Wie viele wir denn noch von diesen Lichtern schmeißen? Das ist echt nicht so einfach wie die anderen. Oh, schöne so Insektenlichtanimation. Wo ist er denn hin? Schießt die Kugeln wieder. Na, wie doof springen sollen. Jetzt wäre mich zu heilen. Oh, das schon wieder. Das ist echt gefährlich. So, springen. Ich mache schon die ganzen Käfer wieder. Ich wusste es. Ist noch was zum Heilen? Okay. Muss echt aufpassen, das ist echt gefährlich. Und die anderen wandern nichts dagegen. Ich habe ihn besiegt, oder? Ja, okay, gut. Das war echt nicht einfach. She's way too strong. Er sagt jetzt, dass wir viel zu stark sind. Alright, it's stomping time. Und Remilia ist jetzt auf ihrer Zerstampfer-Zeit. Wait, have a little pity. Wir sollen etwas Mitleid mit ihm haben. You came here because of what you read in the newspaper. That means you were looking for a guide, right? Also er sagt jetzt, dass wir ja hier sind wegen dem, was wir in der Zeitung gelesen haben und dass wir bestimmt nach einem Führer suchen. Oh, I guess you're smarter than you look. I am seeking something, but not a guide. I'm looking for a monster and a person. Ja, sie sagt jetzt, dass er schlauer ist, als er aussieht. Und dass wir jemanden suchen, aber keinen Anführer, sondern sondern eine Person. I might be able to help you get the lead on whoever it is you're looking for. Don't underestimate an insect's network. Also er will uns aushelfen und wir sollen das Netzwerk eines Insekts nicht unterschätzen. That would be convenient if I could trust you. Also es wäre praktisch, wenn sie ihm vertrauen könnte. I'm not lying, honest. Er sagt jetzt, dass er nicht lügt, ehrlich. When you run a guide service and make connections with other bugs, you pick up more than a few good sources. Also er hat anscheinend gute Verbindungen. Oh, hold on a sec, would you? Wir sollen eine Sekunde warten. Yeah, okay, thanks guys. Okay, danke Jungs. And there you go, I found her already. Er hat sie anscheinend schon gefunden. My homebook saw you made. Seems like she might have been with that magician of yours. Also die Heimkäfer von zu Hause haben das Dienstmädchen, also Sakuya, gesehen. Und sie ist mit der Magierin von uns unterwegs.
It seems like they might have seen. Come on, it's pretty vague. Remilia beschwert sich aber trotzdem, weil es nur heißt, es scheint so und es könnte sein. I need details. When and where did they see her? Remilia will die Details, wann sie gesehen haben. These guys can only deliver simple messages, so I can't tell you much more right now. I'm working with what I have. Okay, er kann uns nicht mehr sagen, er arbeitet mit dem, was er hat. But if I had to speculate, it sounded like a pretty recent sighting. Also es ist nicht allzu lange her, wenn sie gesehen haben. So if Sakura was with Patches, she might have just gone back to the house already. Remilia glaubt jetzt, dass wenn Sakura mit Patche unterwegs ist, dass sie anscheinend schon zurück zum Haus sind. Maybe it's a good idea to head back to Scarlet Mansion once I'm finished here. Also glaubt sie, dass es eine gute Idee ist, zur Scarlet Mansion zurückzukehren, wenn sie hier fertig ist. Ja, dann machen wir das jetzt. Und ja, das war's jetzt mit Part 2 und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Part mit zuschaut.